look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Landlust Lisan. Waddikrab Pipi, Waddikrab Tukkon. Wie versprochen möchte ich euch in dem heutigen Video noch die zweite Etappe von dem Bau von unserem Geräteschuppen zeigen. Ich würde sagen, da lasst euch einfach überraschen. Ich hatte euch ja eben versprochen gehabt, dass ich den Außenbereich und das, was innen alles schon gemacht wurde, dass ich euch das gerne noch zeigen möchte. Ich werde auch ein bisschen was über die Kosten sprechen. Ich würde sagen, schaut euch einfach das Video an. Das Video dürft ihr wie immer fleißig kommentieren, liken, teilen. Und für die neuen Zuschauer freue ich mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Vergesst einfach nicht, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr auch kein Video von mir. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß damit. There's something about you, I wish you were mine. So many. Ihr wisst ja, unser Bauvorhaben hat sich da eben ein bisschen verändert gehabt aufgrund des Rasens, der uns da ein bisschen lediert worden ist. Und deswegen hat sich da unser Bauvorhaben dann ein bisschen erweitert gehabt. Ja, wollte ich euch da nicht ein Teil draus machen, das hätte einfach den ganzen Rahmen gesprengt. Im Nachhinein ist eben noch dieser Weg hinter mir dazu gekommen. Das wollte ich euch einfach auch nicht vorenthalten. Das war auch noch ein bisschen spannend, was da gemacht wurde. Und ansonsten natürlich habe ich innen auch elektrisch alles ein bisschen ausgebaut. Das wollte ich euch einfach in dem Video noch zeigen. Schaut euch da einfach dieses Video an. Ich nehme euch da einfach ein bisschen mit. Könnt ihr ein bisschen schauen, was sich hier noch eben verändert hat und was wir ein bisschen, sage ich mal, an Komfort dazu gewonnen haben. Ich finde, ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und deswegen würde ich sagen, legen wir jetzt einfach mal los und ich erkläre euch, was sich hier alles so getan hat denn nach dem Bau von dem Schuppen. Wir haben uns dann jetzt dazu entschlossen, einen Betonwagen hier kommen zu lassen, geht einfach schneller. Ja, ich zeige euch mal jetzt, von was ich da spreche. Also hier um den Geräteschuppen hatten wir vorher 1 Meter Beton gemacht, jetzt dann 2 Meter. Und zwar hier und hier. Einfach der Gedanke ist einfach, dass man auch mal hier, sage ich mal, wenn man ein kleines Fest zu Hause hat, da werde ich noch so eine kleine Spüle dann hinstellen mit einem Wasseranschluss. Werde das auch noch ausbeleuchten, dann kann man hier auch mal Geschirr waschen oder sonst was. Dann ist das jetzt hier der Weg, der nach vorne geht. Hier seht ihr, haben sie jetzt schon angefangen. Und das Ganze wird eben jetzt angeschlossen an unseren Rundweg vom Haus. Und das Ganze auch so ausgelegt, dass wenn man mal wieder mit einem Auto oder ich mit der Saleng, mit dem Beiwagen hier reinfahren muss, dann kann ich von der Schwägerin aus, von ihrem Grundstück hier reinfahren. Zerstört dann einfach den Rasen nicht mehr. Ich würde sagen, ich zeige euch noch, wie die Herren arbeiten kurz und dann könnt ihr da auch mal noch kurz zuschauen. Ja, der Betonwagen ist angefahren auf dem Nachbargrundstück von der Schwägerin. Seht ihr dort. Und dann wird der Beton jetzt hierher transportiert und verteilt. Watching you smile, watching you smile. And I can't get over you, I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you, every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you, I wish you were mine. So, jetzt werden noch unsere Belüftungssteine von innen mit einem Gitter verschlossen. Das würde ich gerne euch auch noch kurz zeigen. Das gehört auch noch zum Geräteschuppen. Zeige ich euch, wie die Herren das hier verschließen.
verschließen das mit dem Gitter hier. Da werden jetzt eben die Belüftungssteine dort verschlossen. So können wir dann wenigstens zum größten Teil die Ratten und ja, die Eidechsen und was auch immer hier rumkreucht und vor allem auch die Schlangen von dem Geräteschuppen einfach fernhalten. All of the things that I wish I could tell you. Every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you. I wish you were mine. Unser Weg ist nun endlich auch fertig und den Weg wollte ich euch dann doch auch noch zeigen. Ich würde einfach sagen, ich zeige euch mal, was wir da eben für eine andere Lösung gefunden haben. Ich finde die Lösung klasse, aber ich zeige euch einfach, von was ich da jetzt spreche. Hier seht ihr jetzt, dort war ja der Rasen, wo uns beschädigt worden ist, durch das Auto, wo da reingefahren ist. Das haben wir jetzt eben betoniert. Wir haben uns jetzt auch erstmal entschieden, den Beton so zu lassen, wobei ich dann noch am Überlegen bin, also das nicht mit Fliesen zu machen, aber vielleicht mit einer Epoxidfarbe, dass sich da kein Moos oder sonstiges da sammelt. Und den Weg haben wir einfach so gewählt, dass der 2 Meter breit ist und dass wir hier so eine Art kleine Wendeplatte haben, wo man auch vom Nachbargrundstück von der Schwägerin dann einfach reinfahren kann und dann auch direkt dann zu uns, zu dem Geräteschuppen dann fahren kann. Und somit ja, beschädigen wir da kein Rasen mehr damit. Ich finde das eine gute Lösung. Meine Frau und ich hatten uns da einfach so entschieden. Das ist einfach die beste Möglichkeit und es ist einfach auch super, dass wenn man mal eben an den Geräteschuppen hinfahren möchte, dann kann man dort einfach über das Grundstück von meiner Schwägerin reinfahren, kann die Sachen bei uns am Geräteschuppen ausladen und dann ist das Ganze erledigt. Also ich finde das eine super Sache. Der Preis von dem Weg, also der Weg alleine, hat ungefähr gekostet 10.000 Baht, also an Beton. Da waren das insgesamt 6 Tonnen, soweit ich weiß, Beton, wo da gekommen sind. Und ja, es sind ungefähr 10.000 Baht gewesen, 10.800 oder so. Und dann ungefähr nochmal die Arbeiter, die den Beton dann hier verteilt haben. Das waren dann auch nochmal runde 3.500 Baht, also um die 13.000, 14.000 Baht, was das Ganze hier gekostet hat. Nur der Weg. Wir sind auf jeden Fall mit der Lösung jetzt zufrieden und finden es eine gute Sache. Um den Weg rum sind so Art Drainagen gelegt worden, dass wenn sich da jetzt irgendwo Wasser ansammelt, dass das nicht an dem Beton dann hängen bleibt, sondern im Rohr dann abfließen kann und dann ja, sich verteilen kann im Garten. Das haben wir bewusst so gemacht, beziehungsweise die Bauarbeiter haben uns dazu geraten. Meine Frau hat dann noch ein paar Rohre gekauft gehabt und dann wurden hier die Drainagen auch noch gelegt. Also was Wasser bezüglich anbelangt, habe ich da auch keine Angst und daran haben wir in dem Fall auch gedacht, auf jeden Fall. So many times I wanted to put my arms around you just to be close to you. And in my head, it's just you and I don't know why I feel this way. Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. Dann würde ich sagen, zeige ich euch einfach auch nochmal den Geräteschuppen von innen. Wie gesagt, der ist noch nicht fertig eingeräumt, aber Strom und so weiter, das ist alles schon gemacht. Ich laufe jetzt einfach mal rein und zeige euch, wie es jetzt innen aussieht. So, das ist eben die Tür, die wir eben 1,30 Meter breit gewählt haben. 1,30 Meter breit, 2 Meter hoch. Ich habe jetzt schon Sachen innen, aber wie gesagt, da kommt noch ein bisschen was raus. Da kommt hier noch ein Regal hin, 2 mal 2 Meter lang, dass ich eine insgesamte Regalfläche von 4 Meter habe. Gleiche Regal wie das da. Und dann wurde ja in den Kommentaren geschrieben,
ob ich dann auch die Belüftungssteine vernünftig von innen, sage ich mal, irgendwie gesichert habe mit einem Netz. Das ist wirklich toll gemacht worden von den Bauarbeitern. Ich finde das eine super Sache, auch mit den Rahmen außenrum. Da kommt jetzt keine Ratte oder irgendwas rein. Klar, ich sag mal so kleine Geckos oder so, die kommen natürlich da oben auch noch rein. Das kann ich nicht verhindern. Aber so Ratten oder so sollte eigentlich draußen bleiben. Hier seht ihr jetzt eben den Strom, den ich da verlegt habe. Ich habe insgesamt 3 Abzweigdosen gesetzt. Da oben ist noch mal eine. Ich habe 3 Abzweigdosen gemacht. Ich bin gern Fan von lieber ein bisschen mehr und nicht sparen, weil ja, die Idee oder beziehungsweise meine Frau hat doch gesagt, wenn wir das vielleicht nicht mehr als Garage irgendwann mal nutzen, dann können wir das vielleicht auch als kleines Gästehaus irgendwann mal umbauen. Und drum habe ich hier großzügig mit 3 Abzweigdosen gearbeitet. Kann jetzt quasi an jeder Seite nach außen, wenn ich will, schnell. Kann da unkompliziert auch mal noch was nachrüsten. Und ja, deswegen habe ich mich dazu entschlossen, 3 Abzweigdosen zu setzen. Und das funktioniert ganz gut. Die Beleuchtung innen sieht auch gut aus. Ich würde euch einfach dann mal noch gern Nachtaufnahmen machen von der Nacht, dass ihr da auch mal seht, wie das denn nachts beleuchtet ist und was ich denn außen auch noch für Beleuchtung gewählt habe. Ich denke auf jeden Fall, kann man so jetzt gut nutzen. Bin wirklich zufrieden damit. Außen am Geräteschuppen, da habe ich eine Steckdose angebracht, also einfach außen am Gebäude. Dann noch 2 Neonröhren. Einmal eine Neonröhre ist hinter dem Geräteschuppen, dass ich zur Not eben auch mal meine Pilze denn bewässern könnte, wenn es denn dunkel ist, oder kann auch mal abernten, wenn es denn dunkel ist. Werde hier sicherlich aber auch noch ein Spotlight anbringen, der den Weg dann auch noch beleuchtet. Ich würde sagen, zeige euch einfach mal noch schnell die Neonröhren. Da ist jetzt eine Neonröhre hier im vorderen Bereich. Dann ist hier die Steckdose, wo ich angebracht habe, die werde ich noch abändern, beziehungsweise nicht abändern. Ich werde einfach, habe da so ein wasserdichtes Gehäuse gekauft, dass falls da mal den Regen dann ranhaut, dann habe ich da keine Probleme. Dann eben hier eine Neonröhre und dann hinten dann eben auch nochmal. Ich denke, vom Strom her ist es einwandfrei. Wir haben dann noch überlegt, hier da wo jetzt die Regalteile stehen, da habe ich ja eben eine Neonröhre angebracht und da haben wir noch überlegt, da könnte man dann eventuell auch einen kleinen, so einen Außenspültisch hinstellen und vielleicht auch so einen kleinen Gasherd oder halt einfach so eine Feuerstelle. Falls man mal hier hinten dann auch irgendwie eine Party hat oder so, dass man da auch relativ schnell abspülen könnte oder so. Da mache ich mir noch Gedanken dazu. Da werdet ihr sicherlich dann auch noch dabei sein können, wenn ich da was mache. Oder ich werde es euch dann spätestens dann zeigen, wenn es dann fertig ist. Aber da habe ich auch schon was im Kopf, was ich da noch machen werde. All of the things that I wish I could tell you. Every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you. I wish you were mine. Also im Dunkeln sieht das Ganze so aus. Das würde ich jetzt euch einfach kurz zeigen, dass ihr seht, dass das meiner Meinung nach ausreichend beleuchtet ist. Ich würde es euch einfach kurz zeigen. Da seht ihr jetzt das Innere vom Geräteschuppen. Außen klar meine 2 Spotlights. Und wenn ich jetzt die Außenbeleuchtung anmache, so sieht das Ganze im Dunkeln aus. Und hier eben der Platz, wo meine Pilze dann nachher hin sollen. Ja, also ich denke, das ist ausreichend beleuchtet. Ihr könnt es ja gern mal in die Kommentare schreiben, aber für mich ist es so perfekt ausgeleuchtet und ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem Ganzen. Zu den Kosten vom Geräteschuppen, das kann ich euch nur grob sagen, weil ich vermute, alle Belege habe ich nicht gefunden. Ich kann natürlich auch nicht alles lesen, muss da immer mit dem Übersetzer arbeiten.
Also ich weiß halt nicht mehr, welcher Beleg gehört jetzt da wirklich noch dazu zum Geräteschuppen. Aber ich habe das so grob abgeschätzt. Also es war alleine die Kosten für die Bauarbeiter, die lagen bei knapp 23.000, 24.000 Baht. Abgerechnet mit den Bauarbeitern wurde da eben, wie ich es ja schon mal angesprochen hatte, pro Quadratmeter. Das heißt, wir haben da keine keine Zeit angegeben. Wir haben zwar schon gesagt, wir hätten das gerne einfach noch fertig, solange meine Frau noch da ist. Das ist auch geschafft worden und der Preis eben um die 23.000, 24.000 Baht. Und wenn ich das alles so so grob überschlag, was denn noch an Materialien dazugekommen ist, also ich sag mal, mit dem Weg und der Geräteschuppen alles zusammen, denke ich mal, liegen wir sicherlich um die 100.000 Baht. Es ist schon viel, sage ich mal, aber wenn man bedenkt, für das Geld, da baut man ganz sicherlich nicht in der Größe sowas in Deutschland oder in der Schweiz oder in Österreich. Im Großen und Ganzen kann man sich nicht beklagen. Und wie gesagt, es bringt einen auch Unmengen an Komfort. Wir haben jetzt einiges an Platz gewonnen, können jetzt unsere Geräte überall unterbringen. Bin dann eben auch noch am Überlegen, ob ich mir auch noch so ein kleines Regal baue oder einfach so eine Wange, wo ich dann nachher die Motorsensen ablegen kann. Wenn es denn soweit ist und dann der vordere Schuppen dann auch eingeräumt ist, dann werde ich euch da den vorderen Schuppen, der an der Garage ist, dann sicherlich auch noch zeigen. Dann könnt ihr da sehen, wie da vorne denn umgebaut wurde. Könnt ihr da auch einen Blick denn drauf werfen. In the corner and watching you smile, watching you smile. Now I can't get over you. I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you every time when you're passing me by. Dann sind heute meine Regale angeliefert worden. Also noch weitere Regale. Ich hatte ja schon 2, haben wir ja in der alten Garage gehabt. Und wir lassen dort in der alten Garage ein Regal stehen. Ein Regal habe ich schon umgezogen. Und ich habe noch 2 weitere Regale bestellt. 2 mal 2 Meter lange. Die sind 2 Meter hoch und ich glaube 60 Zentimeter tief. So dass wir da einiges noch mal unterbringen können. Ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal das Regalsystem. Ich werde da sicherlich auch noch mal ein paar kurze Sequenzen einblenden vom Aufbau von dem Regal, weil es ist schnell gemacht und mega stabil meiner Meinung nach. Seht ihr jetzt die Regale, die da gekommen sind. Das sind eben 2 Stück. Dann würde ich sagen, gehe ich auch mal nach innen, dass ihr da seht. Das ist das Regal. Also ich habe das gleiche Regal nochmal gewählt. Das ist jetzt schon so halbwegs eingeräumt. Ja, so sieht es dann später aus. Ein Regal kostet ca. 2.700, 2.800 Baht. Ich finde das eigentlich eine gute Sache. Habe jetzt zwar schon ein bisschen feststellen müssen, dass die alten Regale, dass da auch schon ein bisschen Rost ansetzt. Aber ja, die sind jetzt auch schon 2 Jahre alt, die alten Regale. Aber ich finde das trotzdem eine super Sache. Man kann da recht viel unterbringen. Und ja, jetzt freue ich mich eigentlich nur noch aufs Einräumen dann. I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't. Die 2 Regale habe ich jetzt aufgebaut. Den Zeitraffer von dem Aufbau, den werde ich euch dann noch einblenden, dass ihr mal seht, wie schnell es gegangen ist. Also der Zeitraffer, es waren glaube ich 15 Minuten, sind die 2 Regale aufgebaut gewesen. Wie gesagt, ich finde die Regale eine tolle Sache, ist einfach, die sind mega stabil. Einfach sagen, ich zeige euch mal kurz die 2 Regale, die ich jetzt aufgebaut habe. Es gibt noch mal einiges an Stauraum und dann habe ich hier vorne dann immer noch genügend Platz, um Geräte hinzustellen, Rasenmäher und so weiter. Ja, ich denke, das ist dann eine saubere Sache. Hier an der Wand möchte ich dann eben noch eventuell die Motorsensen aufhängen. Muss ich mal schauen, vielleicht, je nachdem, wenn ich noch Platz habe, kann ich die vielleicht auch da unten dann reinlegen.
muss ich mir überlegen. Sehe ich dann, wenn ich dann die Sachen eingeräumt habe. Der Neffe wollte mir heute dann auch noch helfen, die Kartons da reinzutragen, also umzuziehen von der vorderen Garage hierher. Dann haben wir noch im Haus ein paar Kartons stehen, die wir jetzt dann endlich hier dann lagern können. Ich hoffe, er kommt noch, weil alleine schaffe ich das einfach nicht, die schweren Kartons da hoch zu hieven. Und ja, er hat mir dann gestern gesagt, er hilft mir. Und jetzt warte ich eigentlich nur noch hier im Moment drauf, dass er kommt. Und dann können wir anfangen, hier alles einzuräumen. Now I can't get over you. I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you every time when you're passing me by. Also der Neffe ist jetzt Gott sei Dank wirklich gekommen. Wir haben dann schnell eben ganzen Kartons aus dem Haus noch ausgeräumt, aus der anderen Garage, vorne bei der Autogarage. Das zeige ich euch dann gleich auch noch mal kurz, wie das dort aussieht. Ich wollte euch jetzt das eben im neuen Geräteschuppen zeigen, wie es da jetzt drin aussieht. Habe immer noch viel Platz. Also ja, ich bin wirklich zufrieden, bin glücklich darüber. Habe auch schon im Garten die ganzen Gartengeräte eingesammelt, auch alles in den Geräteschuppen. Jetzt sieht der Garten schön sauber aus. Ja, ich würde sagen, ich zeige euch schnell den Geräteschuppen von innen noch. Ja, da seht ihr also. Die Kartons sind alle eingeräumt. Da habe ich noch meine Motorsensen jetzt ablegen können. Also habe eigentlich noch genug Platz gewonnen. Es sind noch 2 Kartons im Haus, die ich aber noch sichten muss. Die kommen dann auch noch oben drauf. Auch die Belüftungssteine oben haben soweit noch ausreichend oder können ausreichend für Belüftung sorgen. Denn die Rasenmäher, die hier eben stehen, Gartengeräte, mein Werkzeug. Ja, also ihr seht, ist jetzt schön ordentlich. Ich werde jetzt auch mal schauen, ob ich auch hier in der Garage jetzt demnächst, das kann ich auch noch jetzt nachträglich machen. Das ist nicht viel, wo da rumsteht, also jetzt, dass ich da den Boden auch noch mit Epoxid dann vielleicht mache. Oder nicht vielleicht, möchte ich eigentlich sicher machen, um einfach auch mal schnell sauber zu machen. Wir haben ja auch hinten in der Ecke so ein Abflussrohr gelegt, dass wenn ich hier auch mal mit dem Dampfstrahler, mit dem Hochdruckreiniger sauber mache, das ist eine saubere Sache, dann kann das abfließen. Deswegen muss schauen, will jetzt dann irgendwann nächste Woche mal noch nach Akat am Nuai fahren und da mal schauen nach einer vernünftigen Epoxidgrundierung und dann werde ich das sicherlich hier zumindest den Boden dann noch mit Farbe dann bestreichen. Außen habe ich jetzt Gott sei Dank dann auch meinen Grill schon mal zumindest hinstellen können. Das ist jetzt dann auch trotzdem, sag ich mal, vom Regen geschützt. Und mein Räucherofen, der da steht, werde jetzt wahrscheinlich sogar in Zukunft dann auch hier räuchern. Das ist dann auch einfacher. Werde noch ein bisschen was aus dem Haus dann auch noch in den Geräteschuppen bringen. Auch wenn ich jetzt dann Hühnerfutter einkaufe, Schweinefutter einkaufe, das werde ich jetzt dann auch hier im Geräteschuppen lagern. Ja, das bringt mir einiges wirklich mehr an Komfort einfach. Ja, jetzt stehe ich gerade bei unserer Autogarage und dort, wo die Sachen zuvor untergebracht waren. Und da hatte ich euch ja erzählt, wollte ich euch noch zeigen, wie die Tür abgeändert worden ist. Ich würde sagen, ich zeige euch einfach jetzt mal die alte Garage oder den alten Schuppen, den wir da hatten. Hier eben das Auto untergebracht und da hinten seht ihr ja, dort steht noch ein Motorrad. Das ist jetzt der alte Schuppen und vorher haben wir eben nur diese Tür gehabt hier, nur diese und eben das Ziel war ja, dass wir dort dann nachher die Motorräder, meinen Beiwagen dort unterbringen können. Das funktioniert jetzt perfekt. Schaut einfach nicht die Sauerei an, das werde ich alles noch aufräumen müssen. Das Regal kommt dann nachher an die Rückwand. Und dann kann ich hier die Motorräder stellen, meine Fahrräder stellen und kann dann immer noch meinen Beiwagen dann hier auch reinfahren. So ist das Ganze jetzt eben umgebaut worden, um einfach Platz zu schaffen für die Motorräder denn hier. Dann habt ihr das jetzt auch mal gesehen und für mich, das Ziel ist erreicht worden. Ich muss jetzt eben noch die Garage denn hier aufräumen. Dann würde ich jetzt sagen,
würde ich das Video jetzt hier an der Stelle beenden. Ich hoffe, dieses Video hat euch wie immer gefallen. Würde mich natürlich freuen. Ich hoffe, dass ich jetzt dann demnächst einige gemütliche Abende hier auch mit dem Grillen und so weiter und dann auch mit meinem Freund, der aus der Schweiz zu mir kommt, also ein ehemaliger Arbeitskollege aus Deutschland. Ich denke, wir werden uns dann auch mal hier hinsetzen, ein kühles Bierchen trinken, vielleicht auch mal grillen, mal schauen. Ja. An der Stelle möchte ich mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich dafür bedanken, fürs Zuschauen. Ich möchte mich auch für die jetzt mittlerweile schon über 700 Abonnenten mal auf diesem Weg mal wieder bedanken. Das freut mich tierisch, dass meine Videos doch da ein bisschen Anklang finden. Ja, einfach ein ganz großes Dankeschön an alle, die fleißig meine Videos schauen, kommentieren. Macht einfach weiter so, denn das spornt mich tierisch an. Ich sage auf jeden Fall jetzt vielen, vielen Dank nochmal. Passt auf euch auf, bleibt gesund und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Ich sage Tschüss, euer René aus Thailand. I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't